Oft denkt man nicht darüber nach, dass unsere Zeit begrenzt ist. Oft denkt man überhaupt nicht über Zeit nach. Auf den ersten Blick ist Zeit auch nur eine physikalische Größe, eine messbare Größenart. Dabei ist Zeit maßgeblich dafür verantwortlich, dass manche der denkwürdigsten Augenblicke in unserem Leben so einzigartig und intensiv sind. Kann etwas ohne Zeit existieren? Offensichtlich nicht. So benötigt sogar Schall und Licht eine gewisse Zeit, um von uns wahrgenommen zu werden. Das bedeutet, wir können die Gegenwart genauso wie die Zukunft gar nicht wahrnehmen. Alles, was wir wahrnehmen, ist Vergangenheit. Die Gegenwart ist ein unsichtbares Phänomen. Die Zeit, die uns umgibt, in der wir leben, die für uns alltäglich ist nicht für alle gleich wahrnehmbar. Die Zeit ist relativ, und sie ist es, die es vermag, Raum und Materie zu binden. Zeit begleitet uns vom Anfang unseres Lebens, und die Zeit definiert das Ende. Aber im Laufe unseres Lebens verändert sich unsere Wahrnehmung von Zeit. Wir entwickeln ein anderes Bewusstsein. Als kleine Kinder waren unsere Tage zeitlos. Unser Handeln war nicht an die Zeit gebunden. Jeder Tag barg neue Abenteuer. Wir machten uns keine Gedanken um Zeit und hatten möglicherweise auch deswegen so viel davon. Heute sind unsere Tage verplant. Zeit wird nur noch einkalkuliert, berechnet, abgeschätzt. Viel davon lassen wir ungenutzt verstreichen. Manches an Zeit wird auch einfach verschwendet. Denn nicht immer ist uns bewusst, wie kostbar die Zeit eigentlich ist. Damals kamen einem die Tage oft viel zu kurz vor, gab es nicht immer so viel zu erleben. Heute kann man es manchmal kaum erwarten, dass der Tag endlich vorbei ist. Ob in der Schule, auf der Arbeit oder einfach nur zu Hause vor dem Laptop. Es hat sich eine regelrechte Kultur des Zeittotschlagens entwickelt. Und wir sind eine Generation, die stundenlang vor Facebook sitzen kann, nur um sich am Ende des Tages zu fragen, ob man an diesem Tag nicht hätte mehr machen können, sich nicht mehr auf seine Arbeit hätte konzentrieren, sich nicht mehr um seine Mitmenschen hätte kümmern können. Nicht mehr aus der Zeit gemacht und sich so verhalten zu haben, dass man es nicht bereut, seine Zeit so verschwendet zu haben. Das Zeitbewusstsein verändert sich über Jahre. Aber manchmal bestimmen auch nur Sekunden darüber, ob ein Augenblick sich als magischer Moment in unserem Gedächtnis manifestiert. Oder Bruchteile von Sekunden. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze! Solche Momente können, obwohl oder gerade aufgrund ihrer Kürze, den Menschen für ganze Lebensabschnitte prägen. Manchmal begleiten uns diese Zeitfetzen auch unser ganzes Leben. Oft denkt man nicht darüber nach, dass unsere Zeit nur begrenzt ist. Und das ist auch gut so. Denn ist es nicht viel schöner, den Moment einfach unbeschwert zu genießen?